Hallo zusammen. Fischer Outdoor liegt in Immensee und ist somit direkt bei mir um die Ecke. Der Shop ist Generalimporteur für Native Watercraft in der Schweiz und ich durfte mal das Slayer Propel 10 Probe fahren. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, Native Watercraft hat einen Propellerantrieb, der das normale Paddel ziemlich überflüssig macht, was ziemlich cool ist, wenn man fischen geht. Das Slayer Propel gibt es in vielen verschiedenen lustigen Farben, wie man hier sehen kann. Mit 305 cm ist es das kürzeste Kajak von Native Watercraft. Es ist wirklich sehr kurz, es ist aber 86 cm breit, was dem Kajak sehr viel Stabilität verleiht. Die Hülle wiegt alleine 27 Kilo, was ziemlich leicht ist. Das heißt, man kann es ganz einfach transportieren. Und das Kajak hat eine Kapazität von 227 Kilo, was sehr, sehr viel ist für so ein kleines Kajak. Hier kann man sehen, was schon alles eingebaut worden ist. Eine feine Sache sind die Schienen zur Montage von Zubehör. Das heißt, wenn man zusätzliche Routenhalter oder sowas montieren will, muss man keine Löcher in seinen Kajak bohren. Man muss einfach die richtigen Adapterteile kaufen und schon kann man das Zeug hineinschieben. Den Sitz kann man rausnehmen. Man muss dafür einfach nur 2 Schrauben lösen. Und dann kann man den Sitz mitnehmen, was ziemlich praktisch ist. Dann kann man die Hülle einfach draußen rumliegen lassen, kann voll geregnet werden. Wenn man fischen gehen will, bringt man einfach seinen trockenen Sitz mit, schraubt ihn wieder fest und kann sich hinsetzen. Wer sich die anderen Sachen noch durchlesen will, kann hier auf Pause drücken. So sah das Ganze aus, als ich losgefahren bin. Der Propellerantrieb ist hochgeklappt und wird erst im Wasser runtergelassen. Das Wasser muss eine gewisse Tiefe haben, damit der Propeller nicht auf den Grund schlägt, aber das sind vielleicht 35 cm. Ich hatte an dem Tag gar keinen Ruder dabei, weil zum Einwassern war das Wasser tief genug, sodass ich direkt beim Einwassern schon den Propeller runterlassen konnte. Das heißt, ein Paddel ist völlig sinnlos und braucht man eigentlich gar nicht, wenn man so etwas hat. Außer vielleicht zur Sicherheit, falls mal so ein Antrieb kaputt gehen könnte. Aber habe ich eigentlich noch nie gehört, dass so ein Antrieb spontan kaputt gegangen ist. Das Echolot kann man natürlich noch schöner installieren. Dafür gibt es extra Führungen, wo man das Kabel durchziehen kann. Ist eigentlich ruckzuck gemacht, aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich war nur einen Tag unterwegs und ich hatte irgendwie keinen Bock, keine Ahnung. Ziemlich faul. So sieht das Ganze dann aus. Ein Arm ist an dem Steuerhebel, den anderen Arm hat man immer frei und mit den Beinen treibt man das Ganze an. Ich war sehr beeindruckt von der Stabilität auf dem Wasser von dem Kajak. Allerdings muss man noch dazu sagen, es war sehr windstill. Merkwürdigerweise ist es immer windstill, wenn irgendjemand irgendwo ein Kajak testet. Aber ich bin mir sicher, auch wenn es ein bisschen windig gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen, aufzustehen. Das Kajak liegt wirklich sehr stabil auf dem Wasser. Das Kajak kann auch rückwärts fahren, was ziemlich cool ist. Falls man eine Kante abfischen will und der Wind einen irgendwo hindrückt, wo man nicht hin will, kann man sich ziemlich gut auf einer Position halten. Ich bin jetzt nicht so der krasse Sportler, aber ich fand jetzt, dass der Widerstand von dem Pedalantrieb sehr niedrig ist und ich hatte eigentlich keine größeren Probleme, recht lange mit dem Kajak rumzufahren. Und wenn man es mal ein bisschen eilig hat und ein bisschen fester in die Pedale tritt, kriegt das Kajak ein schönes Tempo drauf. Insgesamt ist es ein ziemlich cooles Kajak. Es ist quasi ein fertiges, kleines, handliches Angelkajak, wo man seine Sachen montieren kann, ohne groß noch was nachrüsten zu müssen. Es ist quasi direkt einsatzbereit. Wer Fragen hat oder so, oder sich eins kaufen will oder beides, der kann sich ja bei Fischer Outdoor melden. Ich finde, es sollte weniger Motorboote und mehr Kajaks auf dem Wasser geben. Man ist vielleicht nicht so schnell wie im Motorboot, aber man bekommt Sachen mit, die man sonst leicht übersehen würde. In meinem nächsten Video werde ich mein Kajak vorstellen. Ich habe mir jetzt auch eins gekauft. So viel sei gesagt, es ist kein Native Watercraft. Warum, werde ich dann da erzählen. Und es ist brutal schnell. Wen es interessiert, der kann ja meinen Kanal abonnieren. In dem Sinne, Kajakangeln rockt leise und noch Petri Heil.